hier haben wir ein teilausgebautes Boot, beziehungsweise es ist innen drin komplett roh und das ist ganz gut. Jetzt kann man auch mal sehen, wie das Ganze gefertigt ist. Außen Monocoque, ein tolles Modell. Es ist noch nicht ganz fertig, aber die Farbe stimmt zumindest mal. Grau ist voll im Trend. Anthrazit, ja. Helles Anthrazit, ne? Ja, was haben wir denn gelernt? Klär mich mal auf. Ist das ein reines Boot? Nein. Es ist eine Mischung aus Caravan und Yacht oder Boot. So eine oder wie so eine Art Hausboot. Also es fährt auch nicht sonderlich schnell, aber man kommt natürlich voran. Es hat 15 PS, also zumindest das, was wir uns vorhin angeguckt haben. Bei dem weiß ich jetzt nicht genau. Ja, und zur Ehrenrettung muss man sagen, das ist nicht der Originaltrailer. Der wird viel schöner sein. Der wird natürlich auch wasserbeständig sein. Das ist nur ein Transporter für die Messe gewesen. Und quasi, es soll so ein bisschen darstellen, es kann auch fahren. Das ist so. Du bist der? Jörg. Hallo Jörg. Wo ist dein Kollege? Der Nihat, den finden wir gleich wieder. Der fliegt hier rum. Ja, ihr wart wirklich die ganze Nacht noch beschäftigt, oder? Ja. Wir waren tatsächlich bis heute früh um 3 Uhr. Da haben dann alles vorbereitet, weil die tatsächlich aus der Türkei erst gestern Nachmittag um 16 Uhr angekommen sind. So, die Türken haben viel Erfahrung mit Wasser. Die haben nämlich ein Meer direkt dran. Das haben wir nur auf einem kleinen Gebiet. Und dann ist es noch ein Meer, wo es relativ warm ist. Das heißt, da ist man oft und gerne draußen. Es muss aber nicht nur am Meer fahren. Es könnte auch ein Fluss sein. Jederzeit. Ich meine, das Meer ist dieses Plus, was wir dazu geben, weil viele Hausboote können ja nur auf dem Fluss fahren. Die halten gar kein Salzwasser aus. Sie haben eine Sandwich-Bauweise, wir haben hier einen Monocoque, GFK-Aufbau. Wir haben echt Glas und dadurch sind wir auch absolut im Bereich, wo ich im Salzwasser fahren kann und auf dem Meer. Wir haben Kategorie C mit Wind 2, das heißt bis 1 Meter Wellengang. Okay, also das Ding hat auch den Vorteil, man kann diese Pontons nämlich ausfahren, elektrisch. Das sieht man hier, da sind sie ausgefahren und während des Transports sind sie eingefahren, damit man die 2,50 Meter nicht reißt. 3,5 Tonnen ist also auch ganz, ganz wichtig. Wir haben viele Videos gedreht, guckt euch bitte alle Videos an, die wir gedreht haben, damit ihr das Ganze seht. Das ist eine Weltneuheit, sagt zumindest Jörg. Richtig, und Nihat auch, wir haben absolute Weltneuheit. Sowas hat man vorher noch nie gesehen. Das ist wirklich so. Also zumindest mal nicht in der Bauweise mit Monocoque, mit Pontons, mit... Eine Geschichte noch zu dem. Ja. Das wird ein Modell, wo bis zu 6 Personen drin schlafen können. Oh, das tut mir leid. Warum? So viele Leute, ich würde da ganz allein drin wohnen. Ja, aber es gibt ja auch Familien mit 3, 4 Kindern. Und? Ich würde die nach Hause schicken, ich würde dann auf dem See sagen, hör mal zu, ich hole mein MacBook. Das sagst du so einfach, aber so einfach ist das nicht. Wenn du so Kleinkinder auch mit dabei hast, das hat ein Aufstelldach, kennst du bestimmt in Kalifornien, dass du den auch hochstellen kannst und dann kannst du oben zum Beispiel auch mal über Nacht die tollen Sterne. Die Stechmücken sehen haben. Ja, die Stechmücken, ja gut, kommt drauf an. Okay. Sie können aufs Meer rausfahren, da habe ich keine Mücken und keine Bienen. Ich kann da ankern, dann habe ich... Es gibt auf dem Meer keine Stechmücken? Nein, die fliegen ja nicht so weit raus. Okay, ich habe ja keine Ahnung vom Meer. Du bist in einem Land, oder ich sag mal in einem Land sehr nah, was ein Meer direkt dabei hat. Ihr fertigt in der Türkei, das hilft dir unglaublich. Du bist zweisprachig aufgewachsen. Genau. Das muss man auch machen, wenn jemand in der Türkei fertigt, oder? Nicht unbedingt. Die Türkei ist ja auch mittlerweile international und die sprechen auch Deutsch oder auch Englisch. Keine Frage, aber es hilft ungemein, oder? Ach, es hilft, natürlich. Also uns können sie nicht viel vormachen, das stimmt. Also. Das ist so. Ich meine, ihr kriegt ja letztlich das in der Türkei, was ihr bestellt. So, man muss die Fertigung überwachen, das sind auch ganz wichtige Sachen. Und da bestellt heißt, wir sind ja selber vor Ort. Ich habe dir ja vorhin meinen Cousin und Partner Harun vorgestellt. Er ist eigentlich überwiegend in der Türkei und ist mit... Krasser Typ, muss man sagen. Ja, also unglaublicher, er ist unglaublich pedantisch. Sehr, sehr auch innovativ und der hat tolle Ideen und insbesondere das mit den Pontons, dass die ausfahrbar sind, das waren seine Ideen mit seiner Tochter zusammen und also es ist ein Top-Mann. Und wir haben ihn mal kurz zu Wort kommen lassen, dann fing er schon an, alle Details zu erklären. Der ist so, wie soll ich sagen, begeistert und auch überzeugt und auch happy, dass wir das jetzt, dass wir das auch hier bewerkstelligt haben und hergebracht haben, die Produkte. Da vorne steht was, darfst du mir das mal kurz zeigen? Ist das hier so GFK, was man sieht? Genau. So, das hier ist was wir sehen? Was ist das? Das ist jetzt nur für die Messe gewesen, dass wir das hier vielleicht mit abdecken können, verkleiden können. Aber das ist das Material, so oder so ähnlich? Ja, genau, so oder so ähnlich. Das wird verarbeitet, das ist dann das GFK. Das wird in mehreren Schichten hier aufgetragen. Es ist nicht so, dass das dann kommt und wir verkleben das, sondern das ist alles Handarbeit und wird alles mit entsprechenden, wie nennt man das, vorgefertigte Formen, Formen, genau, in Formen dann halt entsprechend gegossen.
So, das Ganze, ist das üblicherweise das Mittel der Wahl in dem Bereich GFK, oder? Das heißt also, ich kenne das nur so Boote, die gebaut werden mit so Spanten und Holz und ich glaube, das war vor ein paar hundert Jahren, oder? Ja, Holzboote sind natürlich sehr teuer. Viele gehen jetzt rein nur auf Kunststoff und wir haben uns aber tatsächlich für GFK entschieden, weil wir die Haltbarkeit, wir haben vorhin drüber geredet, 30 Jahre. Wir wollen eine hohe Haltbarkeit haben und wir haben ein werterhaltendes Produkt. Und dann brauche ich auch dementsprechend das perfekte Material dafür. So, und das ist ein Prototyp. Hier kann man viele Details sehen. Wir werden auch gleich mal reingucken. Das ist echtes Teakholz. Das habt ihr handbearbeitet. Und ich meine, das ist auch der entsprechende Garant dafür, dass es lange hält, oder? Ja, es ist ein Garant dafür, dass es lange hält. Und vor allem Teakholz hat einen Vorteil. Wenn jetzt doch mal irgendwas drauf fällt und ich hätte hier irgendwo eine Beschädigung, kann ich diese einzelne Leiste einfach wieder austauschen. Gut. Das sind wir wieder bei der Haltbarkeit. Bei der Haltbarkeit. So, das Modell ist noch nicht ausgebaut. Wir gehen gleich mal rein. Trotzdem können wir es uns mal anschauen. Das Dach ist noch nicht drin, oder? Nein, das Dach ist noch nicht drin. Das kommt noch. Also wie gesagt, wir sind froh, dass wir den überhaupt hier haben, dass man auch die Größe sehen kann. Wir hoffen, dass wir das im Januar in Stuttgart und auf der Boot in Düsseldorf präsentieren können. Ihr seid auch auf der CMT? Selbstverständlich. Sehr cool. Das sind wir wahrscheinlich auch auf der CMT. Wir werden noch mal gucken, ob es dann fertig ist. Wie findest du die Idee? Jetzt mal zusammenfassen. Wir haben uns ja jetzt 3 Modelle angeschaut. Da vorne ist das Büromobil. Das wäre praktisch alle 3 nebeneinander, haben wir schon mal gesagt, wird es hier liegen. Das Büro dann. Dann hast du hier das, ich sag mal, Luxusmodell mit die Qual der Wahl. Und dann das, wie war's, in grün Ferrari? Lamborghini grün. In Lamborghini grün, das ist da hinten. Da haben wir jeweils ein einzelnes Video drüber gemacht. Mal schauen. Aber es ist ein ganz neues Konzept. Wie viele Leute haben denn gesagt, dass sie, ich sag mal, das Ding dann nicht im Wasser benutzen würden? Hast du gerade eben, hat er es gesagt? Ja, also es waren alle so, was, das ist ein Boot und ein Karawan so ungefähr. Also ich habe ja auch zu dir gesagt, ja, das ist doch ein Boot, oder? Nee, weiß ich nicht, als wir hierher gelaufen sind. Also es ist schon, ja, also es ist was Neues auf jeden Fall. Also ich habe ja viele gesehen, die Boote machen, die man dann auch fahren kann, irgendwie anders. Aber das Konzept ist direkt darauf angelegt. Das heißt, man kann es auch richtig nutzen, dann zum Beispiel vor der Haustür oder ich kann es auf dem Campingplatz stellen zur Not. Genau, ich kann den nutzen auf Land und zu Wasser. Das heißt, diese Vorteile, die ich dann dadurch habe und auch der Transport, ganz easy und einfach. Ja, wenn ich einen Liegeplatz habe, brauche ich das Thema Baugenehmigung, ist kein Thema mehr. Darf man wohnen eigentlich auf dem Boot in Deutschland? In Deutschland darfst du da wohnen, wo du möchtest. Du brauchst, soweit ich weiß, eine Anmeldung, also eine Adresse, wo du deine Post bekommen kannst und da kannst du auch auf Wasser wohnen. Also. Ein Empfangsbevollmächtigen, glaube ich, hat er das letzte Mal irgendwie gesagt. Also was auch immer, Deutschland ist ja interessant. Wie sieht es denn aus in der Türkei? Interessiert das irgendjemand, wenn du das da hinstellst oder ist das da genauso wie in Deutschland? In der Türkei ist das genauso wie in Deutschland. Genauso wie in Deutschland. Ja, ja. So, jetzt gehen wir mal rein. Hier ist der Eingang. Jetzt mal gucken, ich irgendwie hochkomme mit der Kamera. Müsste gehen, ist der Fall. Hier ist jetzt ganz viel Werkzeug drin. Ihr habt doch während der Messe hier ausgebaut, gell? Den Innenausbau schon mal gemacht? Ein bisschen? Genau. Habt ihr Handwerker dabei hier? Wir haben Handwerker dabei, ja. So. Ich gehe mal kurz hier vorne hin. Das wird übrigens die Nummer 66, die hier reinkommt. Da vorne liegen schon die Zahlen. Genau, das ist 6,60 Meter, das ist dann halt die... 6,60 Meter. Ich feiere euch so sehr, dass ihr das macht, dass wir hier auch mal reingucken können. Ihr könnt mal mit hochkommen, mal hoch, Leute. Danke. So, Simone ist der Handballerin, die macht das eh. Soll ich auch hoch? Ja, komm ruhig rein. Hier sieht man es auch. Ist das Birke oder was ist das? Das ist einfaches Fichtenholz, denke ich mal. So, das sind alles ein bisschen verkleiden müssen wir. Wir dürfen natürlich nicht alle Einzelheiten zeigen, aber hier sieht man mal. Die Chinesen machen Fotos und so. Die kopieren alles, die Chinesen. Echter Hammer. Ich habe jetzt gesehen, da gibt es in China, kannst du bestellen, so ein wie heißen diese Wohnwagen in Silber, die es aus Amerika gibt? Also die Airstream. Ich glaube, nach eurem Video, wenn der jetzt online ist, wird es in ein paar Wochen bei Alibaba auch das zu bestellen. Alibaba Airstream für $12.000 habe ich gesehen, ja. Wirklich? Ja. Das wird ein paar Wochen oder ein paar Monate dauern, wenn die das gesehen haben. Dann packen die so ein Bild, was auf der Messe oder so aufgenommen ist, das kannst du bei uns bestellen. Nein, die machen das, die nehmen sogar mein Bild als Standbild und sagen, und das ist egal, ja. So, hier oben sieht man es. Das Coole ist, ihr seid nicht auf Alibaba, oder? Das heißt, ihr seid in Heidelberg, man kann bei euch vorbeikommen, kann das Ganze besichtigen. Das ist ziemlich spannend. Ihr seid ein cooler Verein. Wenn ich das jetzt kaufe, was zahle ich denn an? Also bei der Bestellung? Zahle ich ein Drittel an oder sowas? Ja, wir sind nicht ganz so böse. Wir fahren bei 20% Anzahlung. Also es wird so sein, du musst dir das vorstellen wie beim Hauskauf oder Hausbau.
dass du dann je nach Fortschritt von deinem Produkt auch zahlen tust. Das heißt, du hast eine Anzahlung bei der Bestellung und danach, wenn der Rumpf und das komplett steht, gibt es dann eine weitere Anzahlung oder eine weitere Zahlung und wenn dann die Inneneinrichtung fertig ist, nochmal eine Zahlung und dann der Schluss dann. Und ihr könnt das auch natürlich entsprechend absichern mit Bankbürgschaften. Auf Wunsch wird das gehen. Wenn der sagt, der Kunde, hey, ihr seid noch so neu. Also wir haben in der Vergangenheit, wir sind ein richtig großer Knaus-Händler und haben da überhaupt keine Probleme. Ah, ja, nun mal. Ja, nee, ist ja auch dein gutes Recht. Nicht nur du fragst, auch Kunden fragen. Ich habe hier ein Hausboot, ich überweise euch mal 100.000 Euro. Ja, nee, das ist schon klar. Das kann auch abgesichert werden, da haben wir überhaupt kein Problem mit. Und wir sind eine Firma, das über 60 Jahre besteht. So, jetzt sag mir nochmal deinen Vornamen, du hast einen coolen Namen. Ich heiße Nihat. Nihat. Ich glaube, es wird ein Erfolg. Das denke ich auch. Ja, ich glaube, es wird ein Erfolg. Ja, deutsche Unternehmer, eher mit türkischen Wurzeln, so muss man sagen. Migrationshintergrund würde ich mal sagen. Was, mit was? Ja, in Deutschland wird gerne gesagt, ich bin ein Deutsch-Türke. Ein Deutsch-Türke, ich bin ein Deutsch-Amerikaner, wobei ich spreche nicht so gut Englisch, aber der Französisch, du, ist bei dir irgendwas drin? Nee, ich bin eine deutsche Kartoffel. Ja, ihr seid jetzt in Heidelberg, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Irgendwie kommt du bist selber Franke, wo bist du her? Unterfranken, Oberfranken? Unterfranke. Unterfranken, woher? Ich wohne in Marktheidenfeld. Marktheidenfeld? Das ist Ja. nicht weit weg von mir. Ja, das ist so. Aus Obernburg, Miltenberg, da die Ecke. Ja, das ist ja um die Ecke rum. Das ist so, weil in Franken es sind unglaublich viele Fertiger, Automobilindustrie, Wohnmobile, die da irgendwas machen. Aber ihr seid jetzt in Heidelberg, da ist der Neckar. Habt ihr das einmal ausprobiert am Neckar? Noch nicht, weil es sind ja die ersten, Die kamen jetzt erst. runterkamen. Deswegen konnten wir das noch nicht bei uns auf dem Neckar testen. Letzte Frage, wenn die zu euch kommen, die kommen wahrscheinlich auf Achse zu euch, oder? Richtig, auf dem LKW. Da fährt einer runter, oder? Ja, Genau. Cool. So, hier sind wir. Wir schreiben 18.27 Uhr, das heißt, es ist Zeit to go, zumindest mal für heute. Die Messe schließt morgen. Ist der erste Publikumstag. Hast du ein bisschen Angst? Überhaupt nicht. Ich freue mich schon richtig drauf, weil wir wollen die Innovation zeigen und da haben wir keine Angst. Wir können alles bewältigen. Ihr habt alles dafür gemacht und es hat funktioniert. Und gleich werde ich mir auch mal eine Zigarette schnorren von einem Kollegen. So ist es. So, da ist er. Dann, ich habe gesagt, ich werde mir gleich eine Zigarette schnorren von dir. Kannst du vergessen. Bei einem Raucher nimmt man nicht die letzte oder die 1,5 letzte. Doch, ich mach das. Warte. So, Ich muss putzen, ich habe noch... er muss putzen, er haut ab. Ja. Vielen Dank fürs Einschalten. Da sind wir. kara-cut.com. So, aber guckt euch die anderen Videos. Ich schreibe es nochmal in die Videobeschreibung rein. Und was sollen die Leute tun zu Hause? German Television abonnieren. Mal neu, ganzer Satz. German Television abonnieren. Dankeschön. Da steht auch Kara-Cut. Tschüss. Jetzt war es richtig laut, der Ton bestimmt.